Hallo! Wir sind's, die Piranhas. Und wir haben unsere Favorites. Ne? Ihr habt ja auch. Bestimmt. Ne? Wir haben nämlich heute die Sendung über Favorite Characters. Das heißt also, welche Charaktere sind dir am meisten ans Herz gewachsen? So, ne? Da gibt's ja halt viele unterschiedliche Typen. Bei jedem Spiel sind Charaktere dabei. Manchmal sind es Nebencharaktere, manchmal man weiß es nicht. Ne? Aus dem Grund haben wir weniger als 100 Leute gefragt. Sagt mal, welche Charaktere aus Games sind dir eigentlich am meisten ans Herz gewachsen? Und die haben Folgendes gesagt. Zwielichtige Charaktere, die also nicht jetzt hier der gute Superheld sind, sondern eher so ein bisschen Anti-Held, ja, aber trotzdem einen klaren, charismatischen Frame haben. Ich würde sagen, die 3 Protagonisten von Day of the Tentacle, Guybrush von Monkey Island. Ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten für mich. Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage, ohne dass ich darüber nachdenken muss. Schwierig. Also da ich noch nicht so lange spiele, sind das halt alles neue Charaktere. Ich finde den Witcher schon ziemlich cool, wenn man das als Beispiel nimmt. Wird wahrscheinlich jeder Zweite sagen. Ist ja auch geil, Mann. Leisure Suite Larry, Roger Wilco natürlich, Guybrush Threepwood, der Avatar, also eigentlich alles aus der Kindheit, muss ich zugeben. Und natürlich James Pond Robocop. Das ist gar nicht so einfach. Tatsächlich spiele ich zwar fast nur Rollenspiele, aber da machen es echt nur ganz wenige Charaktere, dass ich mich da so reinfühlen kann. Das sind meistens dann eher so Charaktere wie aus Undertale jetzt zum Beispiel oder Nekojishi und ähnliche Scripted Novels, also alles, was sehr linear aufgebaut ist, weil das schwieriger ist bei so riesigen Welten und tausenden Charakteren. Deswegen sind es da eher die kleinen Spiele. Ich würde sagen, Link von der Zelda-Reihe. Beispiel, wenn ich jetzt mal in der Filmbranche zum Beispiel Christoph Waltz in Django, wo er quasi einen Kopfgeldjäger spielt, ja, ist trotzdem charismatisch, sowas mag ich sehr. Ja, spannend, ne? Welcher ist denn dein Favorite Character aus Games? Kann man eigentlich nicht so sagen, ne, oder? Ja. Ein Charakter, so ist ein bisschen wenig, oder? Finde ich auch, ja. Also es gibt ein paar, die ich momentan gerne mag. Ne? Es gibt immer diesen Unterschied zwischen, das Spiel fand ich besonders geil, aber der Charakter ist mir besonders cool in Erinnerung geblieben irgendwie. Und das können auch unterschiedliche Dinge sein. Ja. Also bei Charakteren ist derjenige, der mir am meisten über mein ganzes Leben in Erinnerung geblieben ist, Guybrush Threepwood. Ach, der? Habe ich tatsächlich öfter gespielt. Monkey Island damals. Der wollte immer Pirat werden. Ja. Ja. Warum eigentlich? Warum der Pirat werden wollte? Warum das dein Favorite ist? Ach so. Warum der Pirat werden wollte, das war die Geschichte aus. Gibt positive Teilchen und negative Teilchen. Ja, wieso denn? Ja, ist so. Und Guybrush Threepwood will Pirat werden. Das ist die Geschichte. Also die wollen wir nicht weiter hinterleuchten, weil warum, das wissen wir nicht. Es gab eine Szene damals, da hat es bei mir Klick gemacht. Und zwar war Monkey Island damals ja noch so gepixelt. Ja. Ein pixeliges Adventure. Und die habe ich sowieso damals total geliebt und gesuchtet. Und Guybrush Threepwood stand da mit seinem Jäckchen und hat sich unterhalten und hat einmal die 3. Wand durchbrochen. Da guckte nämlich der Pixel des Auges einmal kurz zum Zuschauer und dann wieder zurück. Und diese Situation, die fand ich so geil. Da dachte ich, wie geil ist der Typ, ey. Ja, ich weiß, es ist ein Pixelmännchen, aber fand ich sehr, sehr cool. Der war sehr, sehr lustig gemacht. Der war sehr tollpatschig. Der war so ein bisschen Anti-Held. Und diese ganze Konstellation hat mich gepackt und deswegen finde ich den immer noch gut. Das ist deine Art von Humor halt. Ne? Diese subtile, nette Humor. Ne? War schon super. Kommt ein Pferd in eine Kneipe. Ne? Sagt der Barkeeper. Sagt der Barkeeper, warum denn so ein langes Gesicht? Das ist ein typischer Jenny-Witz, ja. Da macht man auch nichts dran, das ist halt so, ne. Aber einer meiner Superhelden ist auch aus dieser Zeit, ja. Und zwar Indiana Jones. Na? Also der sowohl in der Filmwelt irgendwo war, als auch im Computerspiel so, ne? Ich meine, das war geil. Hier, wie heißt das? Fate of Atlantis. Würde ich heute noch mal rauskramen. Das wäre das einzige pixelige Retro-Adventure, was ich rauskramen würde. So Manic Mansion und so ein Zeug war auch alles super, aber da bin ich am meisten hängen geblieben. So. Obwohl der letzte Kreuzzug war auch ziemlich geil, weil du dich entscheiden durftest, ob du kämpfen willst oder nicht. Und den habe ich danach gespielt und da fand ich dann nicht mehr so gut. Ach. Ne? Ja, falsche Reihenfolge.
darf man eigentlich nicht machen, ich weiß. Aber es war halt irgendwie, doch, war auch cool. Aber der zweite, also Atlantis, fand ich ein bisschen besser, weil er auch ausgereifter war. Er war irgendwie moderner, ne? Ein bisschen. Du musstest sehr viel kloppen beim dritten Teil und beim vierten, ne? Ja, ist der vierte, ne? Also der dritte Teil, also, ne? Es ist ja der dritte Indiana Jones Film gewesen und dazu nun das Spiel. Und Fate of Atlantis ist so von mir aus jetzt der vierte, was eben so die Geschichte halt, die man, ne? Indiana Jones Geschichte, die man gespielt hat. Und da konnte man sich, glaube ich, entscheiden. Ich glaube nicht beim dritten schon. Ging das da auch? Ja, aber guck mal, siehst du, das ist verdammt. Ja, das würde sich noch mal lohnen. Ja, aber die alte Kamelle rauszukramen. Also, wenn wir das machen, ne, dann spielen wir Fallout 2. Okay. Ja, ne? Und dann noch so eine andere Kamelle, die ich auch noch hier, Project Eden. Haha, siehst du, haben wir schon wieder. Ne, wann wir das alles unterkriegen, keine Ahnung. Das gucken wir mal. Hauptsache, man hat was vor. Aber, das war Indiana Jones, auf jeden Fall. Okay, gehen wir mal in die Moderne. Weil heutzutage gibt's ja auch immer noch geile Charaktere. Ja. Einer meiner Lieblingscharaktere, die jetzt nicht ganz so lange her sind, war auf jeden Fall Joel zum Beispiel von The Last of Us. Ja. Ne, hatte ich hier auch schon mal erwähnt in einem Video, irgendwie, dass ich den Charakter ziemlich cool fand. Auch ein Anti-Held. Ne, das ist so ein Prädikat, was ich persönlich super spannend finde, wenn jemand nicht so, tada, der Held geht übers Land, alles ist super, sondern... Ein Typ mit Probleme halt, genau, ne? Das ist total spannend gezeichnet. Erstens, heutzutage, Figur sieht super aus, ja, total gut gemacht. Und ich persönlich bin ja ein Fan von immersiven Dialogen irgendwie, die schön geschrieben und gezeichnet sind. Ja gut, den hätte auch Harrison Ford spielen können, oder? Ne? Damals? Das sind nicht die Jahresschätzchen, das ist Materialverschleiß. Also, doch. Also diese Typen, da stehen wir drauf, ne? Das ist, was ist das? Ja, der ist so ein bisschen, naja, keine Ahnung, gescheiterter Charakter vielleicht oder so, weil ich meine, der ist ja jetzt nicht auch so der soziale Überflieger der Indiana Jones, ne, oder? Ne? Der mit seinem Lehrerdasein halbtags da und hast du nicht gesehen? Der kriegt ja auch nichts geballt. Voll der Nerd eigentlich, wenn man ehrlich ist, ne? Wuschelt da mit seinen kleinen Trödel da rum und, ne? Das ist schon echt krass. Ja, aber der hat halt immer irgendwelche Abenteuer. Ne? Irgendwelche Abenteuer, ja, das stimmt schon, aber naja. Voll das spannende Leben. Die hat Joel auch, ja, der hat auch ein spannendes Leben. Ja, nee, wirklich, nicht wirklich. Nee, der möchte ich aber nicht tauschen. Da möchte man nicht tauschen, ne? Ja, schlecht vergleichbar. Aber so diese kernigen Typen, da stehen wir drauf, ne? Gut, was gibt's denn noch? Also bemerkenswert fand ich zum Beispiel, dass es auch Leute gab, die zum Beispiel gesagt haben, dass der Charakter Shepard bei Mass Effect in Erinnerung geblieben sind. Und der signifikante Unterschied zu den meisten anderen Charakteren, die einem im Gedächtnis bleiben, ist, du konntest dir diesen Charakter selber zusammenklicken. Ja. Das ist natürlich schon bemerkenswert, weil jeder im Grunde genommen dann einen oder eine andere Commander Shepard gespielt hat. Wir haben zum Beispiel Jenny gespielt. Eine Jenny Shepard gespielt. Man konnte sie auch so basteln, dass sie dann so aussah wie Jenny. Ne? Das war schon ziemlich cool. Ja, ja, das hat tatsächlich echt Spaß gemacht. Wo den ersten Teil habe ich schon mal gespielt, vorher als Glatzkopf. Ne? Der sah dann so aus wie ich. Ne? Und man kann sich selbst da nachbauen. Es gibt auch Leute, die immer ganz besonders hässlich spielen wollen. Ne? Immer so die Extreme ausreizen. Bei Fallout 4 geht das so. Riesen Ohren und kleine Nase und Mund und so. Ja, wer es braucht, ne? Ich weiß nicht. Also. Ich kann das nicht. Das kann ich doch nicht mehr ernst nehmen. Ja. Aber Guybrush Threepwood ernst nehmen, ja? Aber der ist so gemeint. Und der ist so gemeint. Und da ist auch irgendwo der Hase im Pfeffer, ne? Also bei generischen Charakteren ist das schon eine Leistung, dass der in Erinnerung bleibt, ne? Weil die Synchronisierung, also die Sprachaufnahmen und so weiter, die fand ich ziemlich gut gemacht. Ja, klar, gibt's auch mal hier und da, ne? Aber es ist sehr schön gewesen und die Inszenierung war toll und man hat sich mit diesem Charakter identifizieren können. Man hatte auch viele Freiheiten, das war echt schön. Und dann konnte man sich im Grunde genommen so sein eigenes Spiel machen an der Stelle. Und die hatte man jetzt bei Andromeda nicht so. Da gab es einen Charakter, der war cool und alle anderen Derivate davon war bei dem Charakter Dingsbums anders, ne? Da hast du eigentlich den vorgefertigten Typen genommen. Also ich habe das gemacht. Ja. So, ne? Ja, das war schon geil. Das haben die echt gut hingekriegt. Ganz vorne mit dabei natürlich, muss man hier erwähnen, ist der Geralt. Ne?
der Witcher. Witcher, Ja. den kennt auch jeder Ist, und wird auch ne, oft als Lieblingscharakter kommt genannt. man auch nicht dran vorbei. Haben sie einfach toll gemacht, vor allem im dritten Teil. In den ersten beiden gefällt mir der Charakter nicht so gut. Ist ein bisschen allglatt, ne? So ein bisschen diese Hochnäsigkeit eines Elben strahlte aus, so, weißt du, ne? Und das ist beim dritten nicht mehr so. Da solidarisiert man sich schon ein bisschen mehr mit dem. Ja, Ja, sieht doch einfach besser aus. ja, nee, das ist nicht nur das. Es ist nicht nur das. Es ist halt doch, wie der Charakter sich gibt und doch ist ein bisschen mehr. Ja, Ist mehr. es ist auch. Ja. Hässlichen will man nicht spielen, oder? Oder doch? Wann? Doch, Ja. ja. Also ich würde zum Beispiel Quasimodo spielen, ja. Aber dann ist die Geschichte auch so gemeint. Ja. Ja, oder ein Ja. Zwerg. Ja. Ich spiele auch gerne einen Zwerg, wenn das irgendwie Spaß macht und Ja. wenn der cool ist irgendwie. Und ja, kommt halt auf den Charakter an. Ne? Wenn das eine zum anderen passt, dann ist das super. Das heißt, bei Fallout 4 fand ich deshalb ist die Diskrepanz nicht, weil der Charakter hässlich ist, den ich mir da zusammengeklickt habe, sondern weil er überhaupt nicht zur Geschichte passte. Und wenn sich das beißt, dann komme ich da nicht drüber ein. Wenn du irgendwie den Typen mit langen Ohren spielst und du spielst dem seine Geschichte, dann spiele ich auch den Typen mit den langen Ohren. Aber auch nur dann. Aber wenn ich irgendwie so trauer und jeder nimmt mich irgendwie dann ernst und ich bin auf der Suche nach meinem Sohn und bla und so und dann habe ich irgendwie so eine Bumuckel-Perücke auf und irgendwie so Ohren, die hier so, dann kann ich das einfach nicht ernst nehmen. Ja. Also Authentizität Boah. an der Stelle. Authentizität. Genau. Und dann ist das ein cooler Charakter. Ja, absolut. Was ich ja leider sagen muss, ist, ich bin Batman-Fan. Und die Batman-Spiele, die finde ich auch super. Ne? Das ist jetzt mal der gestrickte von Mamaku mir geschenkt. Ne? Hat sie gemacht. Weil sie wusste, ich bin Batman-Fan. Deswegen hat sie mir auch eine Der ist Fledermaus. gehäkelt. Der ist gehäkelt. Ja, hat sie mir auch eine Fledermaus gemacht. So, ne? Sieht so ein bisschen aus wie, wie heißt der noch? Libellchen von Bernhard und Bianca. Es soll aber eine Fledermaus sein, ja. Das erkennt man auch. Ja, also Batman geht bei mir immer. Ja, Ja, wo wir auch bei den Favorite äußeren- Character, Batman-Spiele, großartig. Total abgedrehter Tim Burton-Kram. Seit der da einmal die Hand angelegt hat, ist das alles irgendwie immer, weißt du, aber ist geil. Finde ich super. Ne? Kann ich auch immer wieder spielen. Also das Arkham Knight oder so heißt das Ding, was ich gerade spiele. Und das ist super. Fand ich klasse. So. Woran erkennt man Batman? Der ist dunkel, dunklen Mantel, Umhang. Hat immer so Zacken an der Dings hier, ne? An der, wie heißt das hier? An der Ellbogen. Und hat spitze Ohren und sieht aus wie so eine Fledermaus, wenn er seinen Mantel groß macht. Daran erkennt man Batman. Das heißt, Charaktere, die Merkmale haben, die so signifikant sind, dass man sie jederzeit wiedererkennt, haben doch einen starken Vorteil. Ja, Indiana Jones. Schlapphut, ne? Pistole an der Seite, Peitsche, ja? Eher in braun gehalten, ja? Das ist Indiana Jones. Lara Croft. Türkises Oberteil, große Brüste, brauner Pferdezopf. Kurze Hose. Na, muss nicht sein. Aber ne, die beiden Knarren und so irgendwie und langen Zopf finden, ja. Das ist Lara Croft. Lara Croft. Erkennt man auch sofort wieder. Ja, das stimmt. Ne? Und da so geht das bei vielen Charakteren auch. Und wenn man das nicht macht, hat man es ein bisschen schwieriger, ne? Wenn das Merkmal fehlt. Augenklappe Ja, oder Holzbein hätte ich jetzt fast gesagt. ja. Und dann muss es gar nicht mal so ein Detail sein, sondern meistens so die Komposition von mehreren Dingen, wenn die zusammenkommen. Ne? Wenn nur Schlapphut, das reicht nicht. Ne? Dann siehst du aus wie ein Cowboy. Aber mit der Peitsche an der Seite bist du Indiana Jones. Mit so einer blöden Lederjacke, die muss dann auch dabei, sonst erkennt man ihn nicht. Ne? Also das ist so immer so, ich glaube, so 3 Dinge müssen da sein, ne? So, dass das irgendwie passt immer so. Ne? Genau. Welche sind denn eure Favorite Characters? Ja, wo ihr euch gerne dran erinnert oder wo ihr sagt, so, das sind die besten Typen. Ja, wo ich sag, geil. Würde uns interessieren. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Vielleicht auch der ein oder andere Charakter aus unseren Spielen. Ja. Wer ist denn der Lieblingscharakter aus einem von unseren Spielen? Von allen? Ja. Ich weiß, jetzt werden viele sagen, ja, natürlich Matt, wer sonst? Ne? Den hatte ich nicht am liebsten. Aber also ich bin eher so der Gorn-Typ, muss ich ja sagen. Ne? Ja, ich hab's immer noch drauf, das ist so eher mein Ding. Aber ich bin auch Mr. Worf-Fan, von daher, ne, so der Kämpfer, der Tank, das ist eher so mein Ding. Ja, ich bin immer so ein Fan von den kleinen Dingen, ne?
So, sowas wie Crony fand ich zum Beispiel cool. Mhm. Und eine kleine Drohne, die du mitnehmen kannst. Ja. Und die leuchtet dir nachts den Weg. Ja. Das mag ich zum Beispiel total gerne. Die anderen Charaktere sind auch cool, oder sowas wie Jack, der Leuchtturmwärter, der dann immer wieder auftaucht. Der ist wo auch du dich immer so der, drauf der als erstes freust, so, wo ist er denn? Wie finde ich den? Und so. Das sind so Dinge, die mich da erfreuen. Ja. Mhm. Gut. Hast du eine Community-Frage? Ja, und die haut auch gleich in dieselbe Kerbe. Ich glaube, wir haben sie zum Teilen auch schon beantwortet, deswegen lese ich sie einfach nochmal vor. Wie steht ihr dazu, wenn man Helden selbst gestalten kann, also Aussehen, Körper oder sogar Geschlecht, als Spieler selbst zu bestimmen? Ja. Wir haben schon mal eine Sendung darüber gemacht, könnt ihr euch angucken, über Character Creator. Ja. Das heißt, irgendwie, glaube ich, vor 2 Jahren oder so haben wir das gemacht. Das ist schon so lange. Das Jahr ist 1,5 Jahre ist das her oder so. Ne? Da haben wir das sehr ausgewalzt, dieses Thema, und haben auch beantwortet, warum wir das nicht wollen. Aber so die zentrale Sache ist, wir möchten dem ganzen Ding eine Geschichte verleihen. Einen Charakter, einen ganz konkreten, spezifischen Charakter, der jetzt nicht generisch daherkommt. So. Und jedes Detail, was du änderst an einem Charakter, in einem Character-Editor, ja, ändert so die Sicht auf die Dinge. Und dann können wir euch vielleicht nicht mehr folgen. Das ist unsere Befürchtung. Ne? Alleine schon, wenn du Frau und Mann machst, hast du den doppelten Aufwand, was die Sprachaufnahmen für den Player angeht. Und du kannst verschiedene Sachen nicht mehr anbieten, weil sie halt doch dann spezifisch sind. So, ne? Die sagen zwar alle mal der Commander und so, bei Mass Effect haben die das super gelöst. Kam für uns aber nie in Frage. Ja. War immer so ein schwieriges Ding. Ja. Und als Zocker? Wenn ich einen coolen Charakter vorgesetzt bekomme, ja, dann finde ich das super. Den Sam zum Beispiel von Red Dead Redemption, den mochte ich, den fand ich super. Fand aber blöd, dass er so eine doofe Geschichte hat, ja. Das heißt, das ist irgendwie so, dann schlagen irgendwie 2 Herzen in meinem Körper so und denkt man sich, ja, boah, so, ne. Aber hätte ich mir den jetzt zusammenklicken können, glaube ich, hätte mir das nicht besser gefallen. Ja? Oder Geralt, man kann sich den auch nicht zusammenklicken. So, ja. Man kann seine Frisur ändern und man kann, so ein bisschen an dem rummanipulieren, aber es ist halt Geralt, so, ja. Und, das ist für mich so, ja, es gibt Spiele, bei denen macht das Sinn, ja. Vor allem bei Spielen, wo sehr viel Generisches auch drin ist. Ein Sandbox-Spiel, ne? So, wo du sagst, okay, da ist es nicht so wichtig, ein MMO oder sowas, ja, da muss ich mich selber spielen, da kann ich mir mein Dings, aber kriege ich so eine Geschichte erzählt, die in cineastrischen Filmen erzählt wird oder sowas, ja, also wo ich tatsächlich auch die Tiefe des Charakters irgendwie dargestellt bekomme, glaube ich, finde ich es auch völlig okay, wenn sie mir einen zusammenstellen und sagen, so, das ist jetzt der Charakter. Also sehe ich ähnlich, also je stärker die Geschichte erzählt wird, desto eher brauche ich keinen Charaktereditor. Und wenn ich einen habe, dann möchte ich möglichst viel daran rumfudeln können. Dann kann ich mich auch erstmal 2 Stunden nur mit dem Charaktereditor beschäftigen, wenn er das denn erlaubt. Also ich finde zum Beispiel Charaktereditoren super geil bei Spielen wie zum Beispiel Multiplayer, wo unterschiedliche Spieler gegeneinander spielen und du kannst dir dann halt deinen da reinsetzen. Oder sowas wie VR-Chat, ja, das ist cool. Da kannst du dich wirklich stundenlang damit beschäftigen, wer du bist und wie du aussehen willst und welche Figur du da einladen möchtest oder sowas. Das finde ich großartig. Wenn eine starke Geschichte erzählt wird, brauche ich es persönlich jetzt nicht. Gut, hoffentlich beantwortet das eure Frage und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche, wenn es wieder heißt Piranha Becken TV. Genau. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ja. Ja, da steht noch viel mehr drauf. Aber